vielen Projekten, die wir gemacht haben, gab es immer noch auch Individualsoftware, die noch teilweise beibehalten wurde, ja, weil sie eben wirklich ganz spezielle Prozesse abgebildet hat, aber die Kernprozesse, die werden auf jeden Fall dann erneuert und ja, im Prinzip die Altsoftware dann nicht weiterverwendet, ganz genau. Ja, was ist denn jetzt genau das Negativ an dieser Individualsoftware? Ja, da gibt es sehr viele Sachen. Also natürlich ist man abhängig von einem bestimmten Anbieter oder von einem bestimmten Programmierer oder wenigen Programmierern. Es ist sehr teuer, es muss immer speziell spezifiziert werden, es muss speziell entwickelt werden, es muss speziell getestet werden. Es ist die Frage, ob es überhaupt sicher ist. Das heißt, ob es zum Beispiel die gängigen Zertifikate unterstützt, die wir brauchen für zum Beispiel ordnungsgemäße elektronische Buchführung oder für Datenschutzgrundverordnungen, die gesetzlichen Vorschriften, ob das immer alles angepasst wird, welche Länder unterstützt werden und. Also das sind dann alles Dinge, die man bei so einer Entwicklung berücksichtigen muss. Und das würde das natürlich sehr, sehr teuer machen, was natürlich auch dazu führt, dass man alle diese Dinge dann oftmals vernachlässigt und die eigentlich gar nicht unterstützt werden und die Software im Prinzip nur die Hälfte kann von dem, was sie eigentlich können müsste. Und ja, also und dann ist es einfach auch so, dass jedes Mal, wenn eine neue Funktion eingebaut wird, muss immer neu getestet werden, nochmal neu alles geprüft werden und so weiter und so fort. Es kommt zu Fehlern, es kommt zu Instabilitäten, es kommt zu Systemabbrüchen und Datenverlusten und so weiter und so fort. Also das sind alles Sachen, kann man sich echt vorstellen, ja, wie mit einer alten Heizung, wir hatten das Beispiel gestern, klar kann man die irgendwie noch zusammenflicken oder am Laufen halten, aber irgendwann muss man die auch ersetzen. Ja, wenn Sie sich darüber noch ein bisschen genauer informieren möchten, dann treffen Sie uns bei events.adapro.eu. Link unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf Sie.